Hallo und herzlich willkommen zum ersten Redux-Script-Tutorial. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein neues Template erstellt und etwas stylt, quasi anpasst. Des Weiteren zeige ich euch, wie man den sogenannten Loader anpasst, mit deren Hilfe man die CSS- und JavaScript-Dateien inline ausgeben kann, quasi direkt im HTML-Dokument. Dadurch sparen wir Requests, denn Redux-Script ist so aufgebaut, dass es eben viele JavaScript- und CSS-Dateien hat, wie man hier so schön sieht. Dadurch hat man eine gewisse Struktur und Übersicht, allerdings ist es dann natürlich von den Anfragen an den Browser ziemlich überlastet. Deswegen gibt es eben diesen Loader, mit deren Hilfe man alles inline ausgibt und somit hat man keine Requests mehr. Trotzdem hat man in seinem Projekt dann die Übersicht und die Struktur und kann damit schön arbeiten. So, wir fangen mal an, indem wir ein neues Template erstellen. Dazu gehen wir in unser Projekt, in Templates-Ordner und kopieren am besten das Scratch-Template. Dieses Scratch-Template ist eben ein ziemlich unformatiertes Template. Man kann es anschauen. Ich zeige das euch am Beispiel meiner eigenen Webseite. Mit Punkt Template kann man bei Redux-Script die Templates umschalten. So sieht dann das Scratch-Template aus, quasi unformatiert. Diese Ansicht ist dann natürlich nur für euch da. Der andere User, der auf die Webseite kommt, sieht dann natürlich das ganz normale Template, was man im Systemeinstellungen eingestellt hat. In dem Fall ist es bei mir Jörg White, so heißt das Template. Dieses habe ich jetzt schon bereits angewandt. So, wir gehen wieder zurück in unser Templates-Ordner, kopieren das Ganze einfach, fügen es ein. Natürlich müssen wir das umbenennen, angenommen Custom. Hier haben wir unsere JavaScript-Dateien, sowohl als auch die CSS und die Template-Dateien. In jedem Template müssen auf jeden Fall die zwei Template-Dateien vorhanden sein. Die anderen können von anderen Templates geerbt werden. Dazu gibt es später noch ein Tutorial. So, wir haben jetzt unser Template kopiert und als nächstes müssen wir unseren Loader anpassen. Diesen müssen wir eben bearbeiten. Und hier sieht man schön, da wir es von dem Scratch-Template kopiert haben, steht hier überall der Verweis auf den Scratch-Verzeichnis. Diesen müssen wir jetzt ändern. Ups. So, das hätten wir jetzt. Schließen. Dasselbe in dem Script Loader. Das ist hier nur eine Stelle. So, als nächstes möchte ich euch meine Arbeitsweise zeigen. Ich arbeite immer mit Firebug, das werdet ihr wahrscheinlich kennen, und mit NetBeans. NetBeans kann man eben so einstellen, dass es beim Speichern der Dateien auf der eigenen Festplatte die geänderten Dateien eben auf den FTP-Server hochlädt. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, wie man die Loader-Dateien mit NetBeans quasi oder für NetBeans quasi sichtbar macht. Das Problem ist, NetBeans lädt diese Datei nicht automatisch hoch. Das heißt, wir müssen die manuell hochladen.
Das mache ich jetzt. Ich habe hier rechts von meinem anderen Monitor mein FTP-Programm laufen. Das seht ihr jetzt nicht. Also nicht wundern. Ich werde jetzt einfach mal diese Loader-Dateien hochladen. Zack. Und auch den Styles. So, jetzt habe ich die hochgeladen. Jetzt gehen wir zurück in unser NetBeans. Oder eben, wenn ihr kein NetBeans habt, dann eben in den Windows Explorer. Und hier haben wir dann unser Template, wie schon vor uns gesagt. Hier die ganzen CSS-Dateien. Man kann neue CSS-Dateien anlegen. Dies macht man folgendermaßen. Dies macht man ganz einfach. Neue CSS anlegen und wieder mal in den Loader gehen und dort den Verweis auf die CSS-Datei machen. Am besten natürlich alles alphabetisch. Hier müssen wir natürlich die Nummerierung anpassen. Denn ohne diese Anpassung würde das Redux-Skript CMS die Datei nicht finden und auch nicht auf der Webseite ausgeben. So, jetzt haben wir bereits eine neue CSS-Datei angelegt und probieren mal aus, ob das Ganze auch funktioniert. Wir machen das ganz profan. Background. So, wir gehen auf meine Webseite. Ich erstelle hier mal einen Testartikel. Ja. Als Vorlage wählen wir unser Custom Template und schauen uns mal die Seite an. Und sehen, dass die Seite immer noch das normale Template hat. Das hängt damit zusammen, dass wir über diese Funktion .template unsere Templates quasi angewandt haben. Das wird mit Hilfe der Cookies gemacht und damit wir unser eingestelltes Template anzeigen lassen können, müssen wir die Cookies löschen. Oder wir machen das über Punkt. Aber wir löschen mal die Cookies, damit das alles seine Ordnung hat. Es gibt ein schönes Plugin für Firefox, das heißt Web Developer. Dadurch kann man die Cookies löschen. Nun wird man aber nicht mehr eingeloggt sein, deswegen loggen wir uns mal neu ein und gehen nochmal auf die Testartikelseite und sehen, dass unser neues Template angewandt wurde. Jedoch sehe ich jetzt keine Änderung hier. Das hängt damit zusammen, dass die Reihenfolge der CSS eben so festgelegt ist, dass zuerst die Box CSS kommt und danach die General, wo ebenfalls die Background-Farbe festgelegt wurde. Das sieht man hier schön, zuerst Box, dann General. So, wir sehen hier schon, dass meine Anpassung in der Box CSS. Wir können das ja mal anders machen. Machen einfach einen Border, aktualisieren die Seite und sehen schon, dass es alles funktioniert. Das dazu. Nun haben wir durch unsere Loader-Aktivierung das ganze CSS inline und wir können im Firebug nicht nachschauen, auf welche CSS-Dateien und auf welche Zeilen die Angaben verweisen. Deswegen gibt es eben die Möglichkeit, den Loader quasi auszuschalten. Das geht folgendermaßen. Wir müssen das Template in Single umändern. Den Loader natürlich auf den FTP-Server hochladen.
Das habe ich jetzt schnell gemacht. Wir aktualisieren unsere Seite und sehen hier dann eben die Verweise auf die CSS-Dateien und auf die jeweiligen Zeilen. In dem Fall unser Rand mit 10 Pixel verweist auf die Box-CSS auf der Zeile 1, was ja auch stimmt. So, dadurch habt ihr die volle Kontrolle über die CSS-Angaben und könnt diese schnell und präzise anpassen. Es bietet sich auch die Möglichkeit an, dass man im Firebug entwickelt, quasi CSS schreibt und dann eben kopiert das Ganze und fügt in die CSS-Datei ein. So mache ich es zum Beispiel und das geht schnell. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das mit den Requests bzw. Browseranfragen gemeint ist. Wir gehen im Firebug in Reiter Netzwerk und CSS und sehen hier die ganzen einzelnen CSS-Dateien. Es sind insgesamt 14 Anfragen, was die gesamte Ladezeit auf ungefähr 1 Sekunde hochschießen lässt. Wenn wir den Loader jetzt aktivieren, sieht das ganz anders aus. Wir haben 0 Anfragen, was die Ladezeit fast um die Hälfte verringert. Bei viel mehr Dateien wird es natürlich mehr Auswirkungen haben. Man beachte, dass Redux-Script standardmäßig bereits um die 7, 8, 9 CSS-Dateien hat, die immer eingebunden werden. Es sind generelle Deklarationen, die man braucht, zum Beispiel Grid, das ganze Reset-Zeug, Hilfeklassen und dann eben die Template-relevanten CSS-Dateien. Diese kann man ja auch beliebig viele anlegen. Zum Beispiel hat das Default Template schon ein paar mehr als unser Custom. Dadurch hat man natürlich eben die Übersicht, aber man darf eben nicht vergessen, dass wenn die Webseite live geht, dass man den Loader anschaltet. Ja, soweit dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Demnächst gibt es andere Tutorials. Seid gespannt. Tschüss.